ich glaube, wir haben es, oder? Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Sekunde. So, wir müssen noch mal ganz kurz alle hierher holen. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Jo, wir haben es tatsächlich. 42 Leute gucken auch schon zu. Muss ich noch kurz den anderen, den Stream posten. Sekunde, wir fangen gleich an. Ich erkläre euch auch gleich, was so krass schiefgelaufen ist gerade. Heieiei, also wirklich, heute YouTube nicht so geil, ne? Haben wir nicht so drauf heute. So, jetzt muss ich mich auch ganz anders den Chat mitverfolgen, aber ich glaube, ihr könnt es jetzt verfolgen. Könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören? Gebt mir ganz kurz bitte Feedback. Wusa. Okay. Ja, ich glaube, ihr habt alles bekommen soweit, ne? Habt ihr mich? Hallo? Ja, wunderbar. Kein Bild, kann nicht sein. Ich sehe doch mein Bild. Ich höre nur meinen Ton nicht. Alter Schwede. Okay, was hier passiert ist, ganz kurz bevor wir jetzt mit dem Stream anfangen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass wir jetzt einen separaten Stream nochmal aufmachen mussten. Ich weiß, ihr habt alle noch eine Push-Benachrichtigung bekommen. Und ja, das lag daran, dass es bei YouTube aktuell sehr viele Updates gibt, was ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt. Ja, aber das neue Dashboard ist einfach nur absolut Käse. Und funktioniert nicht richtig. Also das heißt, ich habe die Daten hingeschickt und ja, YouTube hat mir halt den Button nicht angezeigt, dass ich da starten kann. Ich weiß nicht, ob ihr es voll mitbekommen habt, es hat auch ein paar Probleme gegeben mit YouTube generell. Das heißt, ja, keine Facecam oder Bild. Ja, von mir habt ihr auch kein Bild. Und zwar bin ich absolut unrasiert. Ich denke mir, dass ich auch ein bisschen Homeoffice genießen kann. Ja, ihr habt alle auch Homeoffice, ich darf das auch mal ein bisschen. Und ja, richtig, das neue Dashboard sieht schön aus, ist aber echt nicht funktional. Okay, jetzt fangen wir mal an. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen eine KI erstellen, mit der wir neuronale Netze oder wir wollen ein neuronales Netz erstellen, das eine Lungenentzündung erkennen kann. Und mittlerweile haben es, glaube ich, auch alle mitgekriegt. Wir haben 142 Zuschauer. Hallo an alle. Wunderbar. Und Nightbot ist auch da. Das ist ja wunderbar schön. So, okay. Also, wir fangen erstmal ganz von vorne an. Ja, jetzt beruhigen sich alle mal wieder. Ihr bekommt von mir heute kein Bild. Wie gesagt, ich genieße auch mein Homeoffice, das ich sonst natürlich nie habe. Aber ja, ganz kurzer Shoutout möchte ich auch noch geben an Get in IT, die mich bei dieser Folge auch wieder unterstützen und hier wirklich mich sehr hart unterstützen. Okay, das ist wirklich ziemlich cool. Und ich bin mega dankbar dafür. Falls ihr nicht wisst, was Get in IT ist, ich habe das schon bei meiner React-Reihe ein bisschen genauer erklärt. Und zwar bei Get in IT kann man sich einen IT-Job quasi besorgen, falls man gerade nach einem Job sucht. Und dazu kann man sich hier ein richtig geiles Profil ausfüllen. Das will ich euch nur mal ganz kurz sagen. Hier haben wir getinit.de. Und im Chat sollte, wenn jetzt Nightbot aktiv ist, ich probiere das gerade mal aus, wenn ihr Get in IT eingebt, dann bekommt ihr theoretisch zumindest auch Informationen. Praktisch, ja, da haben wir es. Nein, es funktioniert offensichtlich nicht richtig, weil Nightbot auch nicht möchte. Gut, dann erkläre ich euch kurz, was das ist. Ihr könnt hier einfach mal die Beschreibung von diesem Video aufmachen und dann findet ihr auch direkt Links. Hier kann man sich ein Profil anlegen und dann kann man sich quasi darstellen. Man kann sagen, Leute, bewerbt euch bei mir und bekommt dann die Bewerbung von den Unternehmen bei einem selbst. Das ist natürlich wichtig, dass ihr jetzt an eurem Profil angebt, was ihr für Technologien und Fähigkeiten habt. Also zum Beispiel könnt ihr vielleicht nach diesem Video sagen, ich kann KI, ja. Und das wollen wir dann natürlich auch sehen. Okay, so viel dazu. Ihr seht auch hier direkt im Fenster, was das Get in IT auch dabei ist. Okay, ja, was wir heute machen wollen, ist was, nun ja, relativ aktuelles, okay? Das heißt, wir wollen heute Lungenentzündung erkennen. Und Lungenentzündungen werden in der Fachsprache auch Pneumonie genannt. Pneumonien sind nicht schön und sehr, sehr gefährlich. Eine Pneumonie ist nämlich echt schmerzhaft und genau das, was auch Corona bei euch erzeugt. Denn, nun ja, Corona ist auch eine Lungenkrankheit und wir wollen heute ein neuronales Netz erstellen, was so eine Krankheit erkennen kann. Was wir dazu brauchen, ist am Ende einfach nur Röntgenbilder
von eurer Brust. Das heißt, wenn ihr ein Röntgenbild von eurer Brust macht, dann soll automatisch eine KI erkennen, der hat jetzt Pneumonie, also eine Lungenentzündung oder eben nicht. Und dieser Datensatz hier, den ihr auf Kaggle findet, der ist genau dafür da. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dann einfach zu sagen, wir scannen sehr, sehr viele Menschen direkt einfach hintereinander. Wir machen quasi Röntgenbild, Röntgenbild, Röntgenbild und der Arzt muss nicht mal drauf gucken, sondern der Arzt bekommt relativ schnell ein Feedback, hat mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Pneumonie oder hat eben keine Pneumonie. Und das ist so das Ziel, was wir heute machen. Den Datensatz hier gibt es schon lange. Der ist schon 2 Jahre alt, allerdings, oder sogar schon noch älter, allerdings vor 2 Jahren nochmal aktualisiert worden. Und ich glaube, gerade in heutigen Zeiten ist es wichtig, dass man hier auch einen solchen, so eine KI auch verwendet, okay? Das heißt, im besten Falle wollen wir vielleicht in der Lage sein, hier wirklich unseren Beitrag zu leisten und jeder kann hier eigentlich auch mitmachen. Das heißt, ihr selbst könnt euch diesen Datensatz runterladen, der ist kostenlos verfügbar und ihr müsst euch einfach nur anmelden und dann eben hier diesen Datensatz runterladen. Download ist quasi euer Button, okay? Und also wir laden uns jetzt hier einfach mal den Datensatz runter, habe ich natürlich schon gemacht, weil der einfach ein paar Gigabyte hat und der braucht halt eine Weile, bis er da ist. Und dann bekommt ihr hier einfach so einige Bilder. Ich will den jetzt mal ganz kurz für euch entpacken und dann sehen wir da eigentlich schon direkt, was da ist. Ich verfolge natürlich den Chat weiter. In Kaggle gibt es sehr verschiedene Datensätze. Nicht jeder Datensatz ist in CSV, weil gerade das Kommentar aufkam. Und das bedeutet auch, nicht jeder Datensatz ist sehr einfach zu nutzen. In diesem Fall handelt es sich hier um Daten, die, einfach Bilder sind. Und ja, ich bin auf Windows, das wird wahrscheinlich die einen oder anderen von euch erstaunen, aber ihr habt euch letztes Mal beschwert, dass mein Stream ein paar Tearings drin hatte, deswegen habe ich hier geswitcht. Okay, das heißt, wir haben hier in dem Datensatz einfach wirklich Bilder von X-Rays, also von Röntgenbildern, ja, von der Brust, also einmal normal, dann von bakterieller Pneumonie und viraler Pneumonie. Wer es noch nicht weiß, Corona ist ein Virus, das heißt, am Ende wollen wir theoretisch hier virale Pneumonie erkennen, aber ich glaube, für heute ist es erstmal interessant, generell Pneumonie zu erkennen. Das heißt, wir wollen wissen, ist der Mensch gesund oder hat er Pneumonie, egal ob bakteriell oder viral verursacht. Und klar, Pneumonie muss immer irgendwie erkannt werden. So, in der Zwischenzeit hat sich hier unser wunderbarer Datensatz fertig entpackt und wir gucken mal rein, wie das Ding eigentlich aussieht. Das heißt, wir haben hier einen Ordner Chest X-Ray und wir sehen, der wurde offensichtlich mit Mac erstellt, was aber nicht wirklich wichtig ist für uns. Wir haben hier noch ein paar Unterordner Chest X-Ray, das ist, glaube ich, nochmal derselbe. Und dann haben wir hier einmal Normal. Hier sehen wir einfach gesunde Bilder, also quasi wirklich Bilder von Leuten, die keine Pneumonie haben, davon sollte es ja mehr als genug geben, okay? Und dann haben wir hier Leute, die Pneumonie haben. Und hier sehen wir auch einmal im Namen des Bildes steht drin, was für eine Pneumonie das ist. Das heißt, hier steht drin, diese Person hatte Viruspneumonie oder virulent verursachte Pneumonie, während hier unten welche mit bakterieller Pneumonie sind. Und das Tolle an diesem Datensatz ist, der kann natürlich erweitert werden. Vor allem jetzt, da wir Corona haben, kann man den super gut erweitern. Das heißt, ihr könnt, oder an die Ärzte da draußen, vielleicht guckt mir ja gerade ein Arzt zu, packt eure Daten zusammen, arbeitet zusammen, sagt, okay, hier bitteschön, diese Leute haben Pneumonie und diese Leute haben keine und ladet eure Daten hoch. Ja, und dann bekommt ihr hier noch einen besseren Datensatz. Und je besser eure Datensätze sind, desto besser ist auch tatsächlich euer Ergebnis. Und deswegen wollen wir hier jetzt tatsächlich mal ausprobieren, was für ein Ergebnis wir hier hinbekommen. Und eure Challenge am Ende ist, dass ihr mein Ergebnis übertrefft, okay? Wir werden natürlich einiges an Zeit brauchen, um hier wirklich ein fertig trainiertes Ding auf die Beine zu stellen, aber wir wollen es zumindest mal probieren. So, was ich jetzt als allererstes mache, ist, ich kann das hier nicht so brauchen, dass das in mehreren Ordnern drin ist. Wir haben hier Test, wir haben Train und wir haben Val. Wir wollen das alles in einem Ordner haben, okay? Das heißt, wir sagen hier einmal ein Ordner Pneumonie oder wir sagen Lungenentzündung dazu. Endzuendung. Und dann brauchen wir selbstverständlich hier die Bilder von unserem Chest X-Ray Test. So, wir haben hier einmal Normal und wir haben einmal Pneumonie. Das kopieren wir einfach mal ganz dreist hier raus. Und ja, klar, natürlich dürfen die Ärzte die Dinger erstmal nicht hochladen. Aber ganz ehrlich, was sie mit unseren Standortdaten momentan machen, ist auch datenschutzrechtlich nicht in Ordnung. Also von dem her, vielleicht kann man da dann eine Sondergenehmigung geben, weil die Dinger sind ja wirklich anonym. Okay.
Und ja, jetzt haben wir hier Test fertig, da ist nichts mehr drin. Dann brauchen wir hier selbstverständlich noch Train und Val. Wie gesagt, hier sind die Bilder von den gesunden Leuten drin, also normal sind die gesunden. Und die wollen wir, wo ist das Ding denn jetzt? Da sind sehr viele Unterordner drin. Also ihr seht, man muss die Daten erstmal aufreinigen, bevor man sie verwenden kann. Und ich weiß noch nicht, ob ich ein GitHub-Repo dazu mache, auf jeden Fall nicht in dem Livestream, aber im Nachhinein können wir das vielleicht mal angehen. Und dann haben wir hier die Train-Pneumonie und dann haben wir hier die Pneumonie-Kandidaten. Einmal bakteriell. Das sind wirklich Leute, die es auch, also die wirklich das schon, naja, bestätigt bekommen haben, dass sie das haben. Und ja, eine Lungenentzündung, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ist genau das, was Corona mit euch macht. Deswegen, ja, sollte man da momentan einiges machen. So, ihr seht, hier sind nicht mehr viele Bilder drin. Und wir haben es gleich. Das heißt, wir haben hier einmal die Pneumonie-Kandidaten nochmal. So, Bacteria. Und dann haben wir hier nochmal die gesunden Kandidaten. Wichtig bei euren Datensätzen ist auch immer, dass die ungefähr gleich verteilt sind, damit euer Netz nicht irgendwie denkt, ja, 99% sind gesund und die anderen sind irgendwie, nun ja, nicht ganz gesund, okay. Und deswegen habe ich eine 99% Chance, wenn ich einfach gesund sage, das wäre nicht gut. Ihr solltet hier immer schauen, dass ihr ungefähr gleich viele Daten in diesem Ordner habt. Also im normalen Datensatz haben wir jetzt 1583, das ist okay. Und im Pneumonie-Ordner haben wir 4273. Das ist offensichtlich etwas zu viel. Ja? Liegt aber daran, dass wir hier eben Virus und Bacteria zusammengemixt haben. Das heißt, wenn ihr noch bessere Ergebnisse haben wollt, dann könnt ihr hier einfach hergehen und vielleicht sogar noch Virus und Bacteria getrennt behandeln. Das möchte ich jetzt aber euch erstmal überlassen und sozusagen als kleine Übung im Nachgang sozusagen euch bereitstellen. Und ja, jetzt haben wir eigentlich hier unsere Daten. So, und jetzt kommt natürlich hier mal wieder die ganze Fragerei, was für eine Technologie benutzen wir eigentlich, um eine KI zu erstellen hier. Ihr habt vielleicht meine Tutorial-Reihen dazu schon gesehen. Wir haben schon mit PyTorch gearbeitet, wir haben schon mit dem Deep Learning Studio gearbeitet und wir haben schon einen Haufen zur Theorie gemacht. Wir werden heute das Deep Learning Studio verwenden. Das heißt, der tolle Vorteil davon ist natürlich, ihr müsst kein Vorwissen haben. Ihr habt quasi Vorwissen in KI oder eben auch nicht. Aber ihr könnt damit jede mögliche KI auch erstellen. Das ist relativ cool. Das kostet nichts, kann man durchaus machen. Ihr könnt es runterladen, indem ihr hier auf deepcognition.ai geht und dann hier Deep Learning Studio und dann hier unter Download DLS. Das sollte ich mal wieder eine neue Version machen. Aber ja, ihr findet hier die Cloud-Version, die Desktop-Version, Nvidia und Amazon AMI. Und ja, ich weiß ganz genau, viele von euch haben bei meiner Tutorial-Reihe hier sich die Cloud-Version runtergeladen. Die ist natürlich nicht kostenlos, okay? Dann lagert ihr das Training auf die Cloud aus. Das heißt, ihr habt dort tatsächlich Leute, keine Ahnung, die sich ihre Server oder euch die Server bereitstellen. Also quasi Nvidia stellt Grafikkarten bereit, auf denen ihr dann trainieren könnt. Aber ihr wollt natürlich die Desktop-Version haben. Zumindest mal, wenn ihr einen Testlauf machen wollt. Wenn ihr am Ende dann irgendwie 5 Jahre trainieren müsst, dann könnt ihr natürlich auch noch auf die Cloud wechseln. Es ist schon begründet, dass man hier das Ding hat. Okay, wir laden uns also diese Desktop-Version runter, starten das ganze Ding und gucken mal ganz kurz rein. Bei mir läuft das selbstverständlich schon. Ich habe ein bisschen vorbereitet, ist ja klar. Und dann habt ihr hier die Logs und wir sehen auch, es ist nicht bugfrei, okay? Es ist definitiv nicht bugfrei. Wir haben hier sicher irgendwo mal einen Bug gehabt. Okay, wir hatten glaube ich, gerade sogar gar keinen Bug. Aber wir haben hier einige Deprecation Warnings. Was aber wichtig ist, ist hier oben der Checking GPU Support. Wenn eure GPU nicht supported ist, dann seid ihr unendlich lange am Trainieren. Das macht keinen Spaß. Und das soll auch kein Deep Learning Studio Tutorial sein, sondern wir wollen das Ding hier, wie gesagt, entwickeln. Ich möchte euch mehr oder weniger den Workflow zeigen von einer KI, wie man das Ding erstellen könnte. Okay, das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier auf diese 127, wo haben wir es? 127 die URL hätte ich ganz gerne. So, und dann landen wir hier. Ihr habt gesehen, ich habe schon mal ein Projekt angelegt. Wir werden hier selbstverständlich ein neues Projekt anlegen. Aber nun ja, wir brauchen dazu erstmal die Daten. Und die müssen wir erstmal hier reinbekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal unter Datasets. Und dann finden wir hier, wenn wir auf Upload klicken, finden wir direkt das Kommentar, weniger als 1 GB bitte. Ansonsten könnt ihr es nicht hochladen. Wenn es mehr als 1 GB ist, das liegt an der Browser-Limitation übrigens. Wenn es mehr als 1 GB ist, dann funktioniert das nicht mehr richtig.
Das heißt, was wir hier als erstes mal machen müssen, ist, wir müssen den Datensatz in ein Format bringen, das hier auch tatsächlich erkannt wird. Und hier kommen wir jetzt an das große Problem ran. Kaggle stellt euch den Datensatz einfach nur als rohe Bilder zur Verfügung. Ihr müsst daraus selber was machen. Und selbst daraus was zu basteln, kann sehr lange dauern. Okay? Das heißt, ihr könnt jetzt natürlich hierher gehen und sagen, yo, wir haben hier mehrere Bilder. Wir haben hier 1583 Bilder und ich nehme einfach jeden Namen und kopiere den hier in eine Textdatei. Denn Deep Learning Studio braucht hier eine CSV-Datei. Das heißt, wir erstellen jetzt hier eine train.csv, die muss genauso heißen, sonst wird es nicht erkannt. Und ihr müsst auch diese Meldung hier bekommen, sonst funktioniert das auch nicht. Wer jetzt diese Meldung hier nicht bekommt, der hat offensichtlich hier noch was nicht aktiviert. Das möchte ich ganz kurz auch zeigen. Und zwar unter Ansicht, Optionen, Ansicht, ja, da müsst ihr zweimal draufklicken, gibt es die Möglichkeit, Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden. Jeder Mensch sollte diesen Haken hier raus haben. Egal, ob ihr Python programmiert, egal, ob ihr Deep Learning Studio macht, jeder Mensch, der irgendwas mit IT zu tun hat, sollte diesen Haken da raus machen. Dann heißen die Endungen plötzlich train.csv, die Bilder heißen plötzlich jpeg am Ende. Dann weiß man, was es für ein Dateityp ist. Und dann kann man den Dateityp auch wirklich direkt verändern, ja, für die Windows-Menschen unter euch. Wie gesagt, ich bin ja normalerweise unter Linux unterwegs, heute tatsächlich unter Windows, weil ich das Tiering nicht anhaben möchte, aber das hat eigentlich nichts mit dem wunderschönen Trainingsdingens hier zu tun. Okay, wir öffnen also jetzt mal diese train.csv. Ihr seht, die wird mir direkt hier mit Microsoft Excel hier verknüpft. Das möchte ich nicht. Ich möchte die einfach nur im Editor bearbeiten, denn ja, wir wollen hier die Daten so eintragen. Und hier könnt ihr jetzt einfach mal erstmal Überschriften angeben. Das ist quasi, was ist die erste Spalte, was ist die zweite Spalte. Und in unserem Fall ist natürlich das Bild die erste Spalte und das Ergebnis. Ergebnis ist Nummer 2. So, und jetzt müsstet ihr jedes einzelne Bild hier reintragen, okay? Das heißt, ihr habt hier im, bla bla bla, also wir kopieren uns jetzt, wir gehen hier auf Umbenennen und dann kopieren wir uns den Dateinamen und dann packen wir das da hinten dran, dann merken wir müssen noch eine neue Zeile reinmachen und Ergebnis ist hier 0, weil wir, 0, nicht scharf ist, 0, weil wir hier selbstverständlich die gesunden Menschen gerade oder die gesunden Röntgenbilder gerade haben. Das ist unfassbar umständlich. Und hier schreiben wir auch schon gerade welche Python-Skript. Ja, Python ist eine super Idee dafür, aber nein, wir machen heute was Exotisches, weil wir einfach mal heute ein bisschen was ausprobieren wollen, ne? Und ja, ihr könnt das mit allem machen. Ihr könnt das mit C# machen, ihr könnt das mit Java machen. Selbstverständlich könnt ihr es auch unter Linux mit Bash machen. Wir machen das heute jetzt mit PowerShell. Ich will jetzt mal ganz kurz die Kommentare lesen, die jetzt dazu kommen. Wait, Bro. Okay, also wir machen Shift-Rechtsklick. Also achtet darauf, dass ihr nicht auf ein Bild draufklickt. Shift und dann Rechtsklick. PowerShell-Fenster hier öffnen. Dann seid ihr direkt im richtigen Fenster. Wenn wir jetzt hier LS machen, sehen wir, mir werden die ganzen Bilder ausgegeben. Diese ganzen Bildernamen möchte ich jetzt in einer Datei haben, damit ich die rauskopieren kann. Und das funktioniert tatsächlich gar nicht so kompliziert. PowerShell stellt euch da eigentlich alles zur Verfügung, was ihr braucht. Wie Bash übrigens auch, wie eigentlich alles. Und zwar machen wir hier get-child-item. Ihr könnt selbstverständlich euch auch ein Python-Skript schreiben. Get-child-item. Wir pipen das in where und sagen jetzt hier not $Punkt ist quasi die Variable, die ihr gerade zur Hand habt. Punkt PS ist Container. Damit filtern wir quasi die Ordner raus. So, not is Container und also wir filtern quasi raus nur die Dateien bitte, also keine Ordner. Dann pipen wir das Ganze wieder und sagen, wir selektieren, ups, da fehlt ein leer, select-object. Und wir sollten das ein bisschen breiter machen, ne? So, select Object und wir wollen hier den Namen der Datei auswählen. Das heißt, Name geben wir hier ein und wir pipen das Ganze in files.txt. Ich gehe gleich nochmal genau durch, was wir hier gemacht haben. Files.txt existiert natürlich noch nicht. So, was wir jetzt haben, ist eine Datei files.txt und wenn wir die aufmachen, sehen wir hier, bam, da sind alle Dateinamen drin und Windows hat uns noch ein bisschen Mist vorne dran gebaut. Das brauchen wir nicht, das kann weg. So, mach das weg, komm. Junge, was ist los mit dir?
Wer macht sowas? Okay. Also wir haben hier offensichtlich jetzt gerade alle Dateien so einigermaßen fertig gebaut hier. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein paar kleine Probleme und die will ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob wir hier das gerade sehen können, wobei, nee, gerade können wir das noch nicht sehen. Aber doch, hier sehen wir das, da sind haufenweise Leerzeichen drin, das ist auch nicht so cool. Aber zunächst mal zu diesem Command. Nochmal ganz kurz für die Leute, die kein PowerShell können, das werden wahrscheinlich die meisten sein. Ich musste mir auch die ganzen Befehle ergoogeln übrigens. Aber ich will auch immer mal wieder was Neues lernen. Und getChildItem liefert euch quasi einfach die ganzen Items, die hier gerade drin sind. Where not is Container liefert euch die Nicht-Ordner. Select Object Name liefert euch die Dateinamen, also nicht alles hier, sondern wirklich nur den Namen der Datei. Und das hier schreibt alles in files.txt. Eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man sich das von Windows sonst vorstellen würde. Okay, dann schreiben wir uns das Ganze mal in eine Variable rein, damit wir damit auch arbeiten können. Das heißt, wir sagen hier get-content und wir wollen selbstverständlich files.txt auslesen. Damit haben wir alles, was in files.txt drin steht, in B drin, ja, in der Variable B. Und wir wollen jetzt selbstverständlich hier nur die nicht White Spaces haben. Das hier hinten dran, das ist kompletter Käse, das muss weg. Das heißt, wir wollen die Leerzeichen wegfiltern, ja. Und Leerzeichen wegfiltern, ich sehe es gerade, PowerShell ist Open Source, deshalb ist das besser als CMD. Naja, ich mag weder PowerShell noch CMD, wenn ich ehrlich bin, zumindest bisher nicht, aber es ist mal eine angenehme Abwechslung. Ihr könnt natürlich auch ein Python-Skript schreiben, das ist dann quasi eure Übungssache, okay? Okay, also wir haben jetzt alles in $B drin und wir nehmen jetzt $B und pipen uns das in eine For-Each-Schleife. Oh, da ist meine Maus vorne dran. For-Each. Und sagen dann hier, okay, für jedes einzelne Item in $B drin, ja, also für jeden dieser Dateinamen, warum nutze ich nicht einfach Vim-Makros? Weil ich das jetzt mit PowerShell machen möchte, ganz einfach. Und man kann auch ein JavaScript-Skript schreiben. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber das ist jetzt eine Option, die wir hier jetzt gerade nehmen. So, das sind, wie wir gerade hier vorne im Namen sehen, die gesunden. Ja, da steht normal drin. Das heißt, wir schreiben hier das Ganze mit /gesund. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Und dann brauchen wir hier den Dateinamen, den kriegen wir, oder eben das, was in der Variable drin steht. Das bekommen wir mit $_.trim. Trim, Klammer, Klammer. Und Trim liefert euch sozusagen alles ohne Leerzeichen, ja. Okay, dann machen wir noch ein Plus und wir sagen, die sind alle negativ, das heißt hier Komma 0 hinten dran. So, und ja, das speichern wir jetzt in train.txt rein. Train.txt. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die train.txt an. Die finden wir höchstwahrscheinlich ganz unten. Ja, weil sie mit T anfängt. Und hier sehen wir jetzt, bam, keine Leerzeichen mehr. Und ich habe was vergessen, das ist nicht so cool. Da habe ich ein Backslash vergessen. Die müssen wir noch kurz löschen hier. Backslash. So. Jetzt haben wir es. Okay. Punkt, Backslash, gesund, Backslash, im und dann haben wir hier die ganzen Namen und hinten dran ein Komma 0. So. Okay, das ist wunderbar. Jetzt haben wir quasi alle Dateien, die eben hier in diesem Ordner lauern. Allerdings haben wir hier zweimal irgendwas, was definitiv da nicht hin sollte. Das müssen wir rausfiltern. Und jetzt kopieren wir uns das, was da noch drin steht, gehen hier wieder zurück auf Lungenentzündung und auf unsere train.csv, die wir nicht mehr offen haben. Warum haben wir die nicht mehr offen? Okay. So, und jetzt fügen wir die da ein und jetzt haben wir hier unseren ersten Stapel drin. Jetzt müssen wir selbstverständlich noch den Ordner anpassen. Ja, der Nightbot geht nicht, weil, keine Ahnung, weil Nightbot, wie gesagt, das Ding lässt sich leider überhaupt nicht testen. Ich kann das gerne nachher nochmal fixen, aber Melanie müsste eigentlich da sein, um eure Fragen zu Get-in-IT zu beantworten. Aber in der Beschreibung findest du auch direkt einen Link zu Get-in-IT. Okay? Genau, so, also was wir jetzt hier, was wir hier noch gemacht haben, ist, wir haben normal in gesund umgeändert. Gesund. Und was wir jetzt hier im Endeffekt dann, ach ja, weil wir hier was offen haben. Eine Sekunde, Files ist offen und Train ist offen. Nein, stopp, Train war nicht offen, Train.txt war offen. Die müssen wir kurz kopieren, so. Okay, jetzt müssten wir das umbenennen können in gesund und nehmen uns das hier, sagen hier bearbeiten, gut. Okay, also was wir jetzt hier drin haben, ist folgendes. Wir haben hier
Backslash, ja. Das heißt, wir sind in diesem Ordner, also von train.csv aus gesehen, bleiben wir in diesem Ordner. Dann gehen wir in den Ordner gesund, deswegen haben wir hier dieses gesund Backslash drin. Und dann haben wir hier die ganzen einzelnen Dateinamen und hinten dran die Diagnose, nämlich Komma 0. So, das heißt, wir haben hier die ganzen Leute, die, naja, gesund sind, haben wir jetzt hier in unserer Trainingsdatei reingespeichert. So, jetzt gehen wir auf Pneumonie wieder zurück. Und hier können wir jetzt das Ganze quasi nochmal machen. Das heißt, wir gehen hier wieder auf die PowerShell und mal gucken, ob das hier drin ist. Wunderbar, es ist drin. Okay, also wir sagen hier wieder quasi genau dasselbe. Wir selektieren alle Objekte, wir filtern die Dinge raus, die keine, wir machen die raus, die Ordner sind und wir speichern alles in files.txt und warten kurz, bis das Ganze fertig ist. Hallo? PowerShell? PowerShell hat keine Lust mehr. PowerShell hat Lust. PowerShell ist nur langsam. Beziehungsweise es waren zu viele wahrscheinlich. Das hier können wir eigentlich mal kurz zumachen. Man kann nicht zurückspulen, das ist schade, aber YouTube macht da irgendwas Komisches drin. Müsste ich gesund/file.txt nicht löschen? Habe ich das nicht? Egal, Sekunde, wir machen das jetzt mal ganz kurz. Lungenentzündung. Und wo habe ich denn hier file.txt? Ich sehe da keine file.txt in gesund drin, ehrlich gesagt. Also hier in dem Dings. Was da in dem hier drin ist, in gesund, im Ordner, das ist völlig egal. Es ist nur wichtig, auf was sich hier referenziert. Und nein, ich kann leider die Schrift nicht größer machen. Das ist das Problem hieran. Weil, okay, hier kann ich sie größer machen. Kann ich das auch in PowerShell? Ich kann es auch in PowerShell machen. Aber dann verzieht es mir hier leider das Fenster. Funktioniert das so für dich? Ganz kurz. Huiuiui, jetzt wird es groß hier. Okay, wir machen hier mal Fullscreen draus. So, okay. Noch größer, so, seht ihr alles? Okay, also wir haben hier jetzt die ganzen Dinger in der files.txt drin. Das ist die hier. Und wir sehen jetzt hier, da haben wir wieder komisches Zeug oben drüber. Das wollen wir nicht. Machen wir das weg. So. Und dann können wir hier wieder nach unten scrollen. Wir machen diese zusätzlichen Lines hier weg. Und dann müssen wir jetzt wieder mal hier die ganzen Dinge ausfiltern. Das heißt, PowerShell, was ist los mit dir? Okay, jetzt. So, wir lesen erstmal alles ein, was in files.txt drin steht. Und dann sagen wir, wir wollen alles da reinschreiben. So, jetzt sehen wir natürlich gar nichts mehr. Ne? Sorry, ich muss leider gerade mal kurz rauszoomen wieder, weil ich sonst nichts mehr sehe. Okay, also wir haben jetzt hier natürlich die Kranken drin. Krank. Und die sind natürlich Diagnose positiv, ja. Und wir speichern das auch in die train.txt. Kannst du das bitte in Comic Sans ändern? Nein. Okay. So. Und ja, jetzt haben wir in train.txt eigentlich echt alles drin, glaube ich. So, wunderbar. Ja, hier steht jetzt alles drin, was wir hier drin haben wollten. Ganz oben müsste sogar, wobei, nee, Files müsste wieder weg sein. Wunderbar, das kopieren wir uns. Gehen aus dem Ordner raus. Nennen den Ordner vielleicht gerade noch in krank um. Krank. So, und jetzt haben wir hier, Achtung, nicht ersetzen, sondern hinzufügen. Ach, ich hasse den Windows-Editor. So, das muss weg. Irgendwo habe ich jetzt wahrscheinlich 2 drin, ne? Na, wo sind wir? Sekunde, ich hab's gleich. Das sind sehr viele Bilder. Halt, da war's. Genau, hier. Okay. Punkt/krank. Genau. Okay, wunderbar. Das ist natürlich jetzt das. Okay, installiere doch Visual Code. Nicht dafür. Ich arbeite normalerweise nicht unter Windows, wie gesagt. Okay, so, jetzt haben wir offensichtlich unsere Trainingsdatei und jetzt müssen wir das ganze Ding noch hochladen. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Also wir haben jetzt hier quasi Sortierung, Bild und Ergebnis. Zuerst die Gesunden, dann die Kranken und dann haben wir das Ergebnis mit jeweils 0 oder 1. Jetzt müssen wir alles zippen, damit wir das hochladen können. Ich kann hier mal kurz das hässliche PowerShell-Fenster wieder zumachen. Das ist nämlich sehr blau. Und, wo bin ich? Hier, genau. So, okay. Und jetzt machen wir hier mal einen Rechtsklick und packen das in ein Archiv, zum Archiv hinzufügen. So, wir brauchen das als ZIP-Datei, sagen hier Lungenentzündung.zip und dann sollte das eigentlich auch soweit funktionieren. Gut, so, damit habt ihr euren Datensatz. Der Datensatz für das wunderbare Deep Learning Studio
muss tatsächlich so aussehen. Also das heißt, ihr braucht eine train.csv und da müssen quasi alle Daten drin sein. Wir können das mal ganz kurz in Excel aufmachen und wir sehen hier, okay, es wird nicht richtig erkannt, schade, möglicher Datenverlust, du mich auch. Manchmal, oder, also zumindest LibreOffice kann das, LibreOffice erkennt das als, nein, ich darf die ZIP-Datei nicht zur Verfügung stellen, weil ihr, wie gesagt, den Datensatz hier auf Kaggle findet. Ich besitze ja den Datensatz nicht. Ich würde euch das quasi illegal zur Verfügung stellen. 7-Zip bin ich auch mehr der Freund von, benutze ich auch normalerweise, aber ihr braucht für das Deep Learning Studio tatsächlich ZIP. Okay? So, genau. Und dann haben wir hier quasi in der Train.csv, woher ich Office habe. Ich habe es mir gekauft. Okay, ja, genau. Also dann haben wir hier in der in dieser Lungenentzündung.zip haben wir dann am Ende alles drin, was wir hier auch haben. Und zwar einmal train.csv, gesund und krank. Und genau, dann haben wir hier in jeder Zeile ein Datum, quasi ein Bild pro Zeile. Und in jeder Spalte haben wir, naja, in der linken Spalte haben wir alle Bilder, beziehungsweise die Pfade zu den Bildern. Und in der rechten Spalte haben wir die Diagnose. Und ja, der Stream ist später selbstverständlich noch zur Verfügung gestellt. Ich habe es mir wirklich gekauft. Leute, was denkt ihr von mir? Ich benutze das professionell, ja? Ich mache hier meine Präsentation teilweise in PowerPoint. Ihr kriegt das nur nicht mit. Natürlich habe ich es mir gekauft. Okay, wir wollen jetzt selbstverständlich hier das Ding hochladen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen in den File-Browser gehen. Und der öffnet sich in einem neuen Fenster. Oder in einem neuen Tab, besser gesagt. Und da haben wir schon was offen. Tatsächlich habe ich den Datensatz natürlich schon mal hochgeladen, weil ich das Ganze ausprobieren wollte. Weil manchmal gibt es mit den Datensätzen Probleme. Und wie wir nachher sehen werden, werden wir hier auch ein bisschen Probleme kriegen mit dem Datensatz. Okay, das sage ich schon mal vorher. So, aber jetzt müssen wir das hier erstmal. Ach so, halt mal, wir müssen es gar nicht zippen, ne? Das war doch hier, dass man einfach einen neuen Ordner erstellen kann. Genau, richtig. Neuer Ordner. Dann sagen wir hier Lungenentzündung. Entzündung. Okay, das sieht gut aus. So, dann kann man das hier einfach reinziehen. Ich glaube, das sollte sogar funktionieren. Was ist auf den Bildern zu sehen? Why mache ich eine KI, wenn ich eine Virenüberprüfung machen kann? Was auf den Bildern zu sehen ist, sind X-Rays. Die sehen so aus. Okay. Und genau, dann müssen wir ganz kurz warten, bis der Upload fertig ist. Und nein, ich habe mir WinRAR nicht gekauft. WinRAR ist Shareware. Das heißt, man darf es benutzen. Man sollte sich nur das Ding kaufen, aber man ist nicht dazu gezwungen. Es ist nicht illegal, WinRAR weiter zu benutzen. Zumindest nach meinem Wissensstand. Okay. Also, wir sind gleich fertig hier mit den ganzen Bildern hochladen. Und dann haben wir einen Datensatz im Deep Learning Studio zur Verfügung. Den finden wir gleich, hoffentlich. Na, komm schon. Mach mal hin hier. Wird der Stream als Video hochgeladen? Immer noch, ja. Ich glaube, ich muss das echt als Textfenster machen. Alle meine Streams sind als Video danach verfügbar. Das ist immer so und das wird sich auch nicht ändern. Und ich werde das ganze Ding sogar nochmal schneiden. Also separat nochmal als Video hochladen. So. Komm schon. Okay. Jetzt haben wir es. Okay, wunderbar. Die Daten sind da. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich den Datensatz hoffentlich finden. Der sollte Lungenentzündung heißen. So, wir sehen hier Lungenentzündung. Und wir können hier nichts damit machen. Wir können ihn löschen, wir können ihn editen, aber wir können nur den Namen ändern. Entzündung ist aber in Ordnung für mich erstmal. Was wir jetzt machen, ist selbstverständlich ein neues Projekt. Und YouTube-Probleme? Nein, ich hoffe doch nicht. Vorhin hatten wir YouTube-Probleme, jetzt sollte es gerade wieder gehen. Bei mir funktioniert es noch. Okay. So, wie nennen wir unser Projekt? Na, selbstverständlich Lungenentzündung. Das sieht furchtbar falsch aus. Okay. Erkenne Lungenentzündungen anhand von Röntgenbildern der Brust. So, für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, jetzt wisst ihr, was wir tun. Okay, so, wir öffnen selbstverständlich das Ding und wir wählen den Datensatz aus
Und zwar Lungenentzündung, selbstverständlich. Und ja, jetzt sehen wir hier, wir haben hier die ganzen Bilder drin und wir haben hier die Diagnose. Hier haben wir offensichtlich die ganzen Gesunden und da sind quasi die Diagnosen. Also 0 bedeutet gesund, 1 bedeutet krank. Und genau. Ja, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wenn wir jetzt dem neuronalen Netz erstmal alle Gesunden zeigen, danach alle Kranken und oh ja, das ist tatsächlich falsch geschrieben. Es tut mir leid. Es tut mir eigentlich gar nicht leid. Erstmal haben wir hier natürlich die ganzen Gesunden, dann haben wir die ganzen Kranken. Das ist unpraktisch für. Oh, nervt mich halt. Meine Fresse. Okay, dann nennen wir es halt um. Open. Verdammt, man kann es nicht umbenennen. Ist das euer Ernst? Gut, machen wir nochmal neu. So. Lungenentzündung. Lungenentzündung. So. Jetzt haben wir keine Beschreibung mehr. Nur wegen euch. Gut. Können wir jetzt weitermachen, bitte? Dankeschön. Okay. Also wir wählen hier wieder den Datensatz aus. Ich war gerade dabei zu erklären, warum es ungünstig ist, wenn wir erst alle Gesunden, dann alle Kranken haben. Denn ja, manchmal lernt euer neuronales Netz das leider auswendig. Das heißt, ihr habt quasi hier einfach drin stehen, hey, erst kommen alle Kranken oder erst kommen alle Gesunden und dann alle Kranken. Und wenn euer neuronales Netz irgendwas auswendig lernen kann, dann ist es eine Faustregel, dass es das auch tut, okay? Das ist furchtbar. Das ist einfach echt traurig, deswegen machen wir hier Shuffle Data und dann bekommt das neuronale Netz einfach immer zufällig alle Daten. So, und ja, das ist tatsächlich meistens sinnvoll. Gut, wir sehen hier drüben auch übrigens, wie viele Dinger wir haben auf einmal und wir sollten das auch wirklich nur einmal oder ja, jedes Mal den Batch neu laden. Weil ansonsten wird mein PC wahrscheinlich unfassbar ausgelastet sein, werden wir aber gleich sehen. Hier sehen wir auch schon, ist richtig eingestellt, wir haben Bilder und beziehungsweise Bild und hier haben wir Ergebnis drin, das heißt, das ist die linke Spalte, das ist die rechte Spalte. Was nicht richtig eingestellt ist, ist das hier. Categorical 5856 bedeutet so viel wie, jedes davon ist ein separates Neuron. Das ist kompletter Quatsch, das Ding hier ist natürlich ein Bild und ja, Bilder sollte man immer normalisieren und resizen. Aber das Problem ist, dass wir hier jetzt gerade nicht wissen, welche Größe diese Bilder haben. Das heißt, hier lassen wir erstmal nochmal kurz den Haken raus. Und hier können wir dann sagen, wir brauchen Input oder Output. Das Problem ist, dass euch das leider nicht angegeben wird. Das heißt, ihr müsst hier raten, das ist der Input-Port. Und hier haben wir Numeric, das ist allerdings der Output-Port. Das heißt, das ist quasi das, was wir raushaben wollen. Weil wir überwachen ja das Training. Also wir haben quasi überwachtes Training. Und das hier ist quasi das, was wir eingeben. Das ist das, was wir am Ende raushaben wollen. Also ob krank oder gesund. So. Und ja, jetzt haben wir hier Numeric. Numeric bedeutet, ihr bekommt am Ende eine Zahl raus. Also entweder 0 oder 1. Ich verlinke euch jetzt gleich die Playlist dazu. Bitte geht einfach mal auf meinen YouTube-Kanal, wenn ihr nicht wisst, wie das Ding heißt. Geht auf meinen YouTube-Kanal, unten auf meinen Namen draufklicken und dann sucht ihr nach einer Playlist unter alle Playlists, die nennt sich Deep Learning Studio, okay? Da ist alles drin, was ihr braucht. Okay, Normalisierung im Kontext von Bildern bedeutet so viel, dass die Farben angeglichen werden. Also das heißt, dass nicht manche Bilder völlig überbelichtet sind, manche Bilder sind nicht überbelichtet. Sowas kann man sich darunter vorstellen. Und numerisch bedeutet hier, dass ihr Zahlen habt. Das heißt, entweder 0 oder 1 oder 2, 3, 4, 5, 6 könnte auch eine Output-Funktion sein. Das ist nicht so cool, weil wir wollen ja hier nicht irgendwie eine 2 oder eine minus 2 ausgeben können, sondern, nein, gleiche Größe übrigens ist, Sekunde, gleiche Größe ist Resize. Und wir wollen hier nicht irgendwelche Zahlen von minus 2 bis plus 500 haben, sondern wir wollen einfach nur entweder 1 oder 0 haben. Und deswegen machen wir hier Categorical 2. Dann haben wir quasi 2 Neuronen. Eins von diesen Neuronen ist 0 oder, also ist quasi das Gesundneuron und ein Neuron ist das Krankneuron. Okay. Und ja, jetzt haben wir hier eigentlich schon alles relativ gut zusammengefasst, würde ich mal so behaupten. Und dann können wir hier einfach mal aufs Modell gehen. So, jetzt kommt der Teil mit dem neuronalen Netz. Jetzt wollen wir hier quasi unser neuronales Netz erstellen. Das ist die eigentliche KI. Ja? Ich werde jetzt hier nicht erklären, was neuronale Netze sind. Ich habe sehr viel zu neuronalen Netzen schon gemacht. Das findet ihr alles auf meinem Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und ja, da werden wir jetzt auch uns nicht weiter mit befassen. Was wir hier jetzt machen, ist natürlich, wir erstellen das Ding trotzdem, okay? Und sorry, ich habe kein Corona, ich rede nur sehr, sehr viel gerade. Das heißt, ich muss mal kurz was trinken.
Ich glaube, ihr überlastet gerade Deep Learning Studio. Geil. Okay. Ja, wir wollen hier ein neuronales Netz erstellen und zwar als Input haben wir Image, als Output haben wir Category. Und this will override my existing model. Das ist völlig fein, weil ich habe noch kein existing model. Das heißt, mach du mal. So, jetzt sehen wir hier Folgendes. Wir haben mehr als 30.000 Neuronen in diesem neuronalen Netz. Keine Sorge, wir haben hier unfassbar viele Neuronenschichten. Alle quasi convolutional und alle, ne? Also, ne? Das Ding ist riesig. Okay, eine Sache muss ich direkt, das hat es tatsächlich übernommen. Hier mal bitte überprüfen, wenn ihr Categorical habt, sollte hier immer Softmax stehen, ganz dringend. Und wir haben natürlich 2 Output-Dimensionen. Okay, was wir jetzt als erstes machen, ist hier überprüfen, ob das überhaupt ein sinnvolles neuronales Netz ist, indem wir es trainieren. Ja, das ist quasi der erste Schritt. Ihr habt einen Prototypen und den wollen wir natürlich trainieren. Wir haben hier Categorical Cross-Entropy, das ist völlig fein, wobei wir hier sogar Binary Cross-Entropy machen können. Das ist quasi, wenn nur eins der beiden Neuronen 1 sein kann und die Neuronen immer 0 oder 1 sind. Und wir haben hier Ada Delta, das ist auch okay. Und dann gehen wir hier mal auf Training. Und nein, wir sind natürlich noch nicht fertig mit dem Stream, keine Sorge. So, wir wollen hier jetzt erstmal ganz kurz trainieren. Wenn ich jetzt anfange zu laggen, tut es mir leid, denn meine Grafikkarte wird gleich hier auf 100% springen. Das heißt, ja, ne? Okay, das ist sehr gut. Wir sehen hier direkt den Fehler. Und zwar could not broadcast input array vom Shape diese da auf diese da. Das bedeutet so viel wie, euer neuronales Netz kann mit den Bildern nicht, die ihr da gerade drin habt. Ja? Das bedeutet, die Bilder sind halt leider nicht gleich groß. Ne? Das geht halt so nicht. Oh, ich brauche meinen Tee. Und ja, vielleicht habe ich doch Corona, wer weiß. Aber ich hoffe nicht. Okay, also das heißt, wir brauchen hier offensichtlich eine andere Bildgröße. Also wir merken uns jetzt mal 1317 und 1857. Oh Gott, ich muss mir das in den Chat aufschreiben. 1317, 1857. So, okay. Und ja, jetzt müssen wir unsere Bilder resizen. Das machen wir hier mal kurz. Resize auf 1317 und hier 1857. Ja, ich versuche gesund zu bleiben. Keine gute Idee im Chat zu speichern, funktioniert auch wunderbar. Ich weiß gar nicht, was du hast. So, und damit haben wir jetzt quasi alle Bilder auf der gleichen Größe. Ihr müsst das nicht selber programmieren, das ist das Geile hieran. Okay. Und jetzt können wir hier nochmal ganz kurz auf Training gehen und wir werden gleich sehen, dass unser neuronales Netz immer noch nicht ganz möchte. Um was geht es hier bitte? Steht im Titel. So, jetzt haben wir den Fehler, von dem ich euch schon was erzählt habe, und zwar 1317.857,3 kann nicht konvertiert werden in 1317.857,1. Ja, das ist jetzt ein ekelhafter Fehler und ich will mal euch ganz kurz nachdenken lassen, was das eigentlich bedeutet. Dieser Fehler heißt so viel wie, das hier sind 3 Schichten, das hier ist nur eine Schicht und wir wollen das Ganze in eine Schicht konvertieren. Jetzt gehen wir mal kurz auf unser Modell hier. Und wir sehen hier, wir haben hier den Input-Typ None 1, 1317, 1857. Das bedeutet so viel wie, wir wollen hier nur eine Schicht an Bild haben. Aber eine Schicht am Bild passiert nur bei, genau, da steht schon im Chat RGB. Eine Schicht am Bild passiert nur bei Schwarz-Weiß-Bildern. Die Bilder sind eigentlich so viel wie Schwarz-Weiß, aber, ja, das hier ist eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild, okay? Das sind eigentlich alles Schwarz-Weiß-Bilder. Das Problem ist, dass die nicht als Schwarz-Weiß-Bilder gespeichert wurden. Wenn wir hier nämlich auf Eigenschaften draufgehen und auf Details, dann sehen wir hier, das hat eine Bittiefe von 8. Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist quasi unser erstes Bild. Während, wenn ich jetzt mal hier irgendwann später eins nehme, das Ding hat auch 8-Bit. Müssen wir kurz gucken, ob wir eins finden mit mehr als 8-Bit. Auch 8-Bit. Verdammt nochmal, was ist los mit euch? Okay. Krank. Oh, nee, nicht unbedingt. Hier haben wir 24-Bit. Und das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier eins mit 24-Bit Farbtiefe reinnehmen, dann interpretiert das Deep Learning Studio euch das einfach eiskalt als ein RGB-Bild, weil es ist offiziell ein RGB-Bild. Das heißt, was wir jetzt hier theoretisch machen müssten, wäre entweder alle Schwarz-Weiß-Bilder
umkonvertieren in, naja, RGB-Bilder oder alle RGB-Bilder umkonvertieren in Schwarz-Weiß-Bilder. Oder wir interpretieren einfach alle Schwarz-Weiß-Bilder als RGB-Bilder. Und das ist genau das, was wir jetzt tun werden. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier mal das Person 1 Bacteria 1 und gehen hier zurück in unsere train.csv, machen hier mal bearbeiten. Und das war das erste kranke Bild, ne? Halt, stopp, das war zu weit. Hier. So. Wir nehmen jetzt hier einfach mal dieses Bacteria. War das hier? Nein, das war nicht das. Okay, dann nehmen wir einfach mal den Dateinamen hier, kopieren uns den. Dann haben wir halt ein Bild zweimal drin, ist auch egal. So. Okay, wir brauchen /krank/ und dann brauchen wir den Dateinamen, 1. So, okay. Und ja, was wir jetzt hier gemacht haben, nein, wir Photoshop kaufen, alle konvertieren. Nein. Da müsstet ihr jedes Bild aufmachen oder irgendwelche Batches schreiben. Das macht keinen Spaß. Was wir jetzt hier gerade machen, ist, wir verarschen quasi Deep Learning Studio. Denn wenn wir jetzt hier den Datensatz nochmal neu hochladen, wir gehen nochmal hier kurz in den File-Browser, wir müssen nicht mal alle Bilder neu hochladen, sondern eigentlich müssen wir hier nur die train.csv neu hochladen. So. Dann werden wir hier gefragt, ja, wir wollen sie ersetzen. Der Text, den ich brauche, den brauche ich jetzt nicht mehr. Den habe ich doch jetzt hier eingespeichert. Der ist da vorne drin schon. So. Und ja, jetzt haben wir hier den Datensatz neu. Und schau mal hier, das ist jetzt 1 mit krank, ja. Also das hat ja hier offensichtlich die 1 drin. Und wenn ich jetzt hier auf mein Modell gehe, dann sehen wir, meine Eingabedaten sind automatisch zu 3, 13, 17 und bla 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 geworden. Das heißt, jetzt werden alle Bilder als RGB interpretiert. Das ist ziemlich geil. Habe ich lange überlegt, wie man das am besten lösen kann. Und ja, ich habe natürlich davor mich schon ein bisschen mit dem Thema befasst. Und nein, ich bin kein Arzt. Natürlich bin ich kein Arzt. Ich habe keine Ahnung davon, aber die KI lernt das quasi. Die KI lernt jetzt hier Arzt zu sein. Das ist das Geile daran. Aber ich kann, KIs kann ich. Ganz gut sogar. Ich bin quasi einer, der schreibt eine Arzt-KI, okay? Eine Corona-Arzt-KI. Könnt ihr gerne übrigens teilen. So, also jetzt haben wir quasi das Deep Learning Studio so weit verarscht, dass man hier einfach direkt drin hat NaN 3, 1317 und 1857. Genau. Und damit haben wir sozusagen alles, was wir hier brauchen, um jetzt wirklich jedes Bild richtig zu interpretieren. Zumindest hoffentlich. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Hyperparameter lassen wir erstmal so. Und dann Warum hat das gerade automatisch gestartet? Wir starten jetzt das Training. Wieso schreiben wir keine KI, die ein Heilmittel findet für Corona? Wenn du mir sagst, wie ich eine KI dafür schreiben kann, beziehungsweise wo ich Daten dafür herfinde, dann können wir das gerne machen, aber ich habe, glaube ich, bislang noch keine Daten dafür. Okay. Kann ich dir eine virtuelle Freundin erstellen? Ja, die schlägt dich einfach jedes Mal, wenn du was schreibst. Das ist okay für dich? So, und wir sehen, unser Training hat zumindest mal angefangen. Mal gucken, ob wir jetzt gleich noch einen Fehler kriegen. Okay, falls ich jetzt gleich lagge, es tut mir wahnsinnig leid. Oh Gott. Lagge ich schon? Ich lagge noch nicht. Nein, ich glaube, ich lagge noch nicht. Aber wir sehen, das Deep Learning Studio hat sich einfach komplett aufgehängt. Ja, ich kann meine Maus noch bewegen, aber es geht hier nichts mehr vorwärts. Das ist einfach jetzt das Problem, dass das einfach viel zu groß ist. Das neuronale Netz ist einfach so riesig, ich kriege das nicht auf meine Grafikkarte drauf. Und ich habe eine GTX 1080a. Ja, seht ihr, wir haben Lags. Okay, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das Ding ein bisschen schrumpfen, okay? Ihr könnt gerne das Ganze ausprobieren in der Cloud, wenn ihr dafür bezahlen wollt, aber wir müssen jetzt hier uns wirklich mal mit dem Netz selbst befassen. Und dazu müssen wir ein bisschen nachdenken. Das heißt, ja, wir haben hier erstmal Input. Den können wir nicht ändern. Aber dann haben wir hier schon mal eine Convolution-Schicht. Convolution-Schichten sind schon mal sehr, sehr geil, wenn ihr irgendwie Bilderkennung machen wollt, was das ja im Endeffekt gerade ist. Aber man geht normalerweise nicht direkt auf 500 Filter hoch. Das wäre quasi von 3 auf 500, ja. Das heißt, ihr macht aus einem RGB-Bild ein Bild mit 500 statt 3 Schichten, ja. Also statt einem 8-Bit-Bild habt ihr dann ein 4000-Bit-Bild, beziehungsweise statt einem 24-Bit-Bild habt ihr 5000. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, wir gehen hier stark runter. Wir gehen hier nicht auf
500 Layer, sondern wir gehen hier, normalerweise geht man auf 6 Layer. Also normalerweise fängt man wenn man bei 3 anfängt, geht man auf 6, dann geht man vielleicht auf 9 oder sowas, aber doch nicht auf 500. Da macht es irgendwas Komisches. Und eine 2060 musst du mal gucken. Ich weiß es nicht. Kannst gerne ausprobieren. So, wir probieren jetzt hier auch mal den Filter auf 3 Kreuz 3 zu stellen. Und dann haben wir hier eigentlich schon eine relativ solide erste Schicht. Die nächste Schicht macht genau dasselbe. Wir gehen hier auch wieder nicht auf 500, sondern auf 9 hoch. Und nehmen hier natürlich wieder den 3 Kreuz 3. Und die Activation sollte eigentlich immer Relu sein. Und nicht irgendwie ganz komisch. So, danach MS Office kostet nicht so viel. Das kostet vielleicht so 10 Euro oder sowas, wenn du es auf eBay oder so kaufst. Und wenn du es irgendwo anders kaufst, dann kostet das auch nicht allzu viel mehr. Während eine RTX Titan, die kostet deutlich mehr. Okay. Also, dann haben wir hier einen Max Pooling Layer. Max Pooling, falls ihr euch erinnert an meine neuronale Netze Playlist, die nehmen immer aus den links oben, aus den 4 ersten Bildern sozusagen, haben die oder wählen die einfach den größten Wert aus und geben den weiter. Was genau das bringt, weiß niemand so genau. Also generell neuronale Netze ist eigentlich echt ausprobieren, ja. Aber ein Max-Pooling reduziert eure Größe drastisch. Das heißt, wir haben hier ein Convolution und dann haben wir Ausgabe hier 1317 mal 1857 Pixel. Nach unserem Max-Pooling haben wir hier wirklich einfach nur noch die Hälfte. 658 mal 928. Und das ist schon ziemlich geil. Also einfach nur, damit wir weniger Komplexität haben. Danach haben wir hier allerdings ein Convolution Layer und zwar mit einem Filter. Das ist, als würdet ihr quasi eure 3 RGB-Bilder auf ein Schwarz-Weiß-Bild reduzieren. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Das heißt, hier müssen wir selbstverständlich auch auf 9, beziehungsweise hier gehen wir sogar auf 12 Schichten hoch. Und ja, den 2x2-Filter kann man erstmal drin lassen. Und dann haben wir schon wieder eine Convolution-Schicht. Und das macht nicht wirklich so viel Sinn. Deswegen lösche ich die jetzt hier einfach mal. Dann sehen wir hier schon direkt das Mimimi drum. Wir haben hier drüben ein rotes Ausrufezeichen. Was wir jetzt hier machen ist, wir brauchen Dropout. Mit Dropout lasst ihr euer neuronales Netz einfach Dinge vergessen. Ja, ihr könnt angeben, wie viel Prozent einfach vergessen werden. Und das ist gut, denn so lernt das neuronale Netz ein bisschen mehr zu generalisieren und nicht auswendig zu lernen auf den Daten. Wir machen jetzt hier mal 20% rein. Das ist einfach, wie gesagt, zum Ausprobieren ganz gut. Und mehr passiert hier auch nicht. Batch Normalization brauchen wir nicht. Was haben wir hier eigentlich für eine Aktivierungsfunktion? Das ist ein Relu. Super. Danach können wir nochmal ein Max-Pooling machen. Das ist fein. So. Und dann haben wir nochmal eine Convolution. Und die Convolution hat auch 6 Filter. Das ist auch Quatsch. Machen wir selbstverständlich wieder 12 rein. Und dann haben wir hier sehr, sehr viele Convolution Layer direkt hintereinander. Das macht wenig Sinn, denn normalerweise hat man fast immer abwechselnd Convolution, Max Pooling, Convolution, Max Pooling. Das heißt, das schmeißen wir raus. So, und dann ziehen wir unser Max Pooling mal nach hier oben und packen das da rein. So, und danach habe ich hier noch einen Haufen anderes Zeugs, was ich hier erstmal gerade rausschmeißen könnte. Ach, komm schon. Okay, also das kommt erstmal weg. So eine Vergessensschicht im Kopf. Ja, also wie gesagt, diese Dropout-Schicht, die ist eigentlich was Gutes. Ja? Wenn man Sachen vergisst, dann lernt man mehr, das Konzept zu verstehen. Wenn ihr jedes Mathe-Ergebnis euch unendlich lange einfach im Kopf merken würdet, also quasi, ihr wisst, 2 plus 2 ist 4, aber wisst ihr auch, was 528 mal 230 ist? Im Kopf direkt. Nein, natürlich nicht, aber ihr wisst, wie man addiert. Ja? Und dadurch lernt ihr die ganze Zeit nicht auswendig, was das Ergebnis ist, sondern ihr lernt den Mechanismus da hinten dran zu verstehen. Und das versuchen wir mit unserem neuronalen Netz auch. Das heißt, wir versuchen hier dem neuronalen Netz beizubringen, wie der Mechanismus funktioniert. So. Jetzt habe ich hier nämlich echt ein Problem, glaube ich. Na toll. Okay, ich muss hier mal kurz rauszoomen. Das ist nicht ganz so geil, aber es muss sein. Ansonsten kann ich die beiden Dinger hier nämlich nicht verbinden. So, okay. Und ja, jetzt haben wir hier Convolution, das ist okay. Dann brauchen wir aber nicht nochmal 5-mal Convolution, sondern hier einmal reicht völlig aus. Okay, Convolution. So, was steht hier drin? Naja, wieder mal 32 Filter. 32 ist ein bisschen viel.
Wir gehen mal runter auf 16. Und Relu als Aktivierungsfunktion ist fein. Okay. Dann haben wir Max Pooling. Max Pooling. Das ist okay. Dann haben wir Convolution. Dann haben wir noch 100.000 Mal Convolution. Wollen wir aber nicht. Einmal eine Batch Normalization kann man drin lassen. Die macht quasi eure Werte, die eventuell unendlich sein können, also wirklich, wirklich hoch sein können, aber nicht sein müssen. Aber jetzt kam gerade im Chat die Frage auf, wenn wir jedes Ergebnis auswendig wüssten, wäre es schneller, als wenn wir es jedes Mal ausrechnen müssten. Das ist korrekt, aber das Problem ist nicht, dass du es nicht könntest, sondern dass es zu groß wäre. Du könntest nicht jede Zahl schon mal gesehen haben, weil es unendlich viele Zahlen gibt. Das heißt, irgendwann, wenn du den Mechanismus nicht hinten dran weißt, irgendwann bist du unfähig, das Ergebnis zu sagen, weil du nicht weißt, wie man rechnet, sondern du hast ja nur jedes Ergebnis auswendig lernen lassen. Okay. Ja, also das heißt, wir sagen hier, wir wollen danach eine Batch Normalization haben. Die normalisiert uns die Daten. Das heißt, wenn hier 500.000, 500.000 und so weiter ist, dann wird das halt einfach normalisiert über die ganzen Prozesse. Und dann haben wir hier eine Convolution. Das ist okay. Dann machen wir noch eine Convolution mehr. Bleiben wir vielleicht mal bei 32 Schichten. Das ist auch okay. Und dann Max Pooling. Und dann sehen wir hier schon, wir sind eigentlich bei einer relativ akzeptablen Bildgröße. Also wir haben jetzt 32 Schwarz-Weiß-Bilder. Das ist cool. Aber wir haben nur noch 41 Pixel auf 58 Pixel. Das ist wirklich wenig, okay? Und ja, das ist eigentlich echt gar nicht so schlecht. Das heißt, wir sind jetzt hier schon auf einem Wert unten, den kann man gut verwenden. Das heißt, hier bleiben wir einfach mal bei den 32. Die machen wir raus, die machen wir auch raus. Das lassen wir alles raus. Was ist denn oben? Convolution. Wisst ihr was? Wir schmeißen hier einfach alles raus. Das hier machen wir weg. Brauchen wir nicht. Viel zu viel. Brauchen wir nicht. Schafft meine Grafikkarte sowieso nicht. Ich bin ja nicht Amazon hier. Ich habe keine 150.000 Server. Auswendig lernen ist Overfitting. Genau. Auswendig lernen ist quasi die Definition. Oder Overfitting ist, ja, auswendig lernen ist die Definition von Overfitting. So. Ich hasse diese Mechanik. Okay. So. Okay. Wunderbar. Und ja, jetzt haben wir hier, was hatten wir als letztes? Convolution. Wir hatten schon lange keinen, doch, wir hatten Max Pooling. Dann machen wir hier diese eine Convolution raus. Genau, wir wollen eben, dass unser Netz nicht auswendig lernt, sondern dass es den Mechanismus versteht. Und jetzt sind wir nochmal dreist zu unserem neuronalen Netz. Wir lassen es nochmal vergessen. So, Dropout. Und, na komm. Hallo? Dropout? Na gut, da ist es. Okay, so, und jetzt lassen wir es aber nicht 20% vergessen, sondern nur 10%. Übrigens, ich bin doch sehr, sehr nett. Ich bin sehr, sehr nett zu meinem neuronalen Netz. Ich lasse es immer nur so 10-20% vergessen. Manche gehen da wirklich her und sagen, wir vergessen einfach 50%. Das heißt, 50% der Neuronen wird einfach konstant auf 0 gesetzt. Das ist einfach krass. Und ja, jetzt haben wir hier ein Dropout, dann haben wir eine Convolution. Und dann sehen wir hier schon direkt, da kommt noch ein Max Pooling. Max Pooling und dann haben wir hier ein Flatten. So, das heißt, jetzt machen wir das allererste Mal was anderes als die ganze Zeit nur Convolution, 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 sondern wir machen jetzt hier ein Flatten. Was Flatten im Endeffekt macht, ist Folgendes. Ihr könnt euch dieses 32x oder 32, 10, 14 könnt ihr euch so vorstellen, wie 32 Schwarz-Weiß-Bilder mit 10 mal 14 Pixeln. Ja? 10 mal 14 Pixel ist nicht viel, aber und das ist jetzt der große Trick, wenn ihr die 32 Bilder einfach jedes Ding als einzelnes Neuron betrachtet, so wie es bei einem neuronalen Netz normalerweise der Fall ist, und die dann einfach wirklich alle nebeneinander schreibt, dann bekommt ihr 4480 Neuronen und die haben wir jetzt. So, und deswegen haben wir hier dieses Flatten und dann haben wir hier eine normale Schicht, die nennt sich Dense, die hat 2048 Neuronen. Dann haben wir hier eine Activation Function, warum auch immer wir hier eine Activation Function haben, das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann nämlich hier die Aktivierungsfunktion einfach einstellen, ja. Kann man hier einfach, nee, Sekunde, ich wollte kein Tanha haben, ich wollte eigentlich ein Relu haben. Was haben wir hier beim Flatten drin? Das ist einfach wirklich nur Flatten, okay. So, jetzt muss ich die mal eben nach oben ziehen. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, ob meine Grafikkarte das schafft oder ob wir es noch ein bisschen kleiner machen müssen. So, und hier haben wir nur noch 1024, dann haben wir eine Normalisierung drin, dann haben wir nochmal 1024, das ist die Aktivierungsfunktion, können wir drin lassen.
Dann haben wir hier Dropout. Hier ist tatsächlich sogar ein Dropout mit 40% drin. Den kürze ich jetzt mal auf 10%. Das muss nicht so groß sein. Dann haben wir hier nochmal Dance, das mit 1024. Dann haben wir hier eine Activation mit 1024. Das ist nochmal ein Relu. Das könnten wir eigentlich hier direkt rausschmeißen. Wobei, eigentlich können wir es auch so lassen. Und dann haben wir hier die Dance-Schicht mit 24. Das ist ein bisschen wenig. Machen wir hier mal nur 256. So, und dann haben wir hier eine Aktivierung mit 2. Und dann haben wir unseren Output. Wunderbar. Lasst uns einfach mal testen, wie weit wir hier kommen. Lasst uns noch mal kurz die Dropout Fraction to Drop. Was habe ich getan? Scheinbar muss ich meine Dropout Layers nochmal angucken. 0,1, das ist okay. 0,1 ist auch okay. 0,2 ist auch okay. Hä? Was ist los mit dir? Oh, ups, das war der falsche. Die Richtung wollte ich. So. Oh ja. Ups, wie kommt denn das Ding dahin? So, okay, wunderbar, funktioniert. Jetzt funktioniert es und wir haben hier nur 10 Epochen gerade. Das werden wir hochstellen müssen, denn nach 10 Epochen werden wir hiermit nicht fertig sein. Das ist viel zu groß. Und dann haben wir hier Ada Delta drin, das ist okay erstmal. Batch Size sind 32. Mal gucken, ob wir mit 32 trainieren können. Wobei, lasst uns gleich runter auf 16 gehen. Ich glaube, meine Grafikkarte weint sonst zu arg und ihr könnt nur noch sagen, nein. Okay. So, jetzt starten wir das mal und gucken mal, ob das Ding trainiert. Und ich dachte mir, während ich am Trainieren bin von meinem neuronalen Netz, möchte ich euch noch mal ganz kurz auffordern, einmal kurz in die Beschreibung von diesem Video zu klicken und mal ganz kurz bei Get in IT auf die Website zu gehen und da mal kurz euch zu registrieren. Falls ihr nämlich einen Job sucht, dann habt ihr da höchstwahrscheinlich die allerbesten Chancen, einen zu finden. Also geht natürlich vor allem an die Leute, die gerade auf Arbeitssuche sind. Aber ja, kann man mit den gleichen Daten wegen des Vergessens öfters trainieren. Genau das machen Epochen. Also eine Epoche bedeutet so viel wie... Oh, ich glaube, wir sind schon wieder drüber. Schade. Eine Epoche bedeutet alle Daten einmal durch. Und wenn wir 10 Epochen haben, gehen wir jedes Datum quasi 10-mal durch. Und nein, du musst für nichts 18 sein hier. Weiß nicht genau, auf was du dich beziehst, aber eigentlich musst du nicht 18 sein. So, das heißt, wir sind immer noch ein bisschen zu krass hier unterwegs. Müssen wir ein bisschen kürzer treten hier. Kannst du was mit kleinen Super-Chat-Spenden anfangen? Immer. Aber nicht, wenn es dich irgendwie belastet. Ich möchte keine Spenden von Leuten, die selbst knapp dran sind, okay? Also das auf gar keinen Fall. So. Okay, das heißt, wir müssen hier leider noch ein bisschen weniger machen. Schade, ich hatte gehofft, dass das so funktioniert. Also ich habe natürlich jetzt nicht ausprobiert, ab wann es bei mir auf der Grafikkarte läuft, vor allem, weil ich nebenher, wie gesagt, noch am Stream bin. Ich habe extra jetzt die Aufnahme nicht bei mir am Laufen, denn das mache ich dann nachher über YouTube. Ja, einen guten. Bis bald. Und das heißt, wir schmeißen jetzt einfach hier das da raus. Wobei, nee, das sind 2 Max-Poolings drin. Wir schmeißen hier einmal das raus. Und dann machen wir, was machen wir noch weg? So, wir haben hier 2-mal Convolution hintereinander. Das kann schon mal weg. Das ist schon mal nicht nötig. Dann haben wir hier Dance 1024. Da machen wir 512 draus. 512. Und dann machen wir hier Dance 2048. Die sollten bleiben. Dann haben wir hier Convolution. Da haben wir 2 Convolutions hintereinander. Get in IT ist eine... ich kann es gleich nochmal zeigen, Sekunde. Wenn du dich bei denen registrierst, kannst du quasi dein Profil ausfüllen, was du kannst an Fähigkeiten hast. Also quasi neuronale Netze zum Beispiel oder Machine Learning oder Python programmieren. Und dort bekommst du dann Jobangebote. Und genau, die Jobangebote kommen von Firmen wie zum Beispiel Aldi oder High Solutions oder eben noch weitere. Da kannst du dann einfach mal hier durchscrollen, da gibt es wirklich sehr, sehr viele, also über 2000 habe ich jetzt gerade irgendwo gelesen, aber es gibt noch deutlich mehr, also eine Firma hat normalerweise mehr als nur eine Stelle offen und ja, dort kannst du dann einfach super guten Job finden. Im Endeffekt genau deinen Kenntnissen entsprechend. Du musst dich nicht bewerben, die Firmen bewerben sich dann bei dir. Dieses Corona immer. Okay, so, das schieben wir jetzt mal noch ganz, ganz kurz nach oben hier und ich glaube... Damit haben wir schon recht viel rausgeschmissen, was die Neuronen angeht. Dropout, Convolution, Max Pooling. Ja, probieren wir es nochmal ganz kurz. Ich bin gespannt, ob es jetzt vielleicht besser geht.
Numbers of GPUs, eine. Ja, das ist korrekt. Wir haben nur eine GPU am Laufen. So, also ihr seht hier schon direkt mein System Memory. Das ist quasi mein Arbeitsspeicher. Und ja, er ist trainiert. Wunderbar. Habt ihr es gesehen? Wir sind am Trainieren und meine Grafikkarte liegt bei 97%. Und der Grafikkartenspeicher ist bei 0,98 GB unten. Also normalerweise hat meine Grafikkarte wirklich irgendwie so 8 GB Speicher und ich habe übrigens System Memory hier, habe ich theoretisch 24 GB. Also mein Rechner ist nicht schwach, okay? Aber ja, wir trainieren hier auch gerade neuronale Netze, okay? Das Ding ist echt riesig. Und Dankeschön, Tom, für die Spende. Vielen, vielen Dank. Okay, so, das heißt, wir haben ja, wir haben hier sehr, sehr viel gerade am Laufen und wir sehen aber auch schon einiges hier. Und zwar, was genau sehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz mit euch durchlaufen. Und das Coole ist halt, hier kann man direkt sehen, was für Ergebnisse man bekommt. Das heißt, wir sehen hier am Anfang, macht unser neuronales Netz 66% Fehler. Das heißt, wenn ihr ein Bild reingebt und fragt, hat das Ding Pneumonie oder nicht, dann habt ihr hier 66% Fehlerrate. Das heißt, mehr als die Hälfte ist falsch. Und dann geht das Ding aber schon relativ schnell runter. Und jetzt noch nicht mal, nachdem er alle Trainingsdaten einmal durchgegangen ist, also er ist ja noch nicht mal einmal durch, weil die Epoche noch nicht fertig ist, wir sind hier immer noch bei Epoche 1, sind wir hier schon bei 86,76% Accuracy. Das bedeutet, 86% der Bilder werden direkt einfach richtig erkannt. Jetzt sind wir sogar bei 87 hier und bei 88, also knapp 90% der Bilder wird erkannt, der hat Pneumonie oder der ist gesund. Und das ist schon wirklich eine Leistung. Ich meine, wir sind jetzt hier wirklich mit Erklärung ungefähr eine Stunde dran. Wenn man eine 66%ige Fehlerrate hat, ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, du hast ja noch nichts gelernt hier ganz am Anfang. Das ist einfach geraten hier am Anfang. Und dann lernst du was und dann geht das Ding instant runter auf 33%, ohne dass du das Label umdrehst, ja. Und dann gehst du hier weiter, weiter, weiter und du hast immer weniger Fehler. Wir sind jetzt gerade bei 25% Fehler und bei 88% Genauigkeit. Das ist schon ziemlich krass. Ja, also wir sind hier wirklich weit gekommen. Hi, da wurde gerade Melanie nicht angezeigt. Okay, und ja, also damit haben wir schon relativ viel geschafft. Jetzt sehen wir hier drüben auch, wie lange das Ding höchstwahrscheinlich trainiert. Wir sehen, das Ding wird jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden 11 laufen auf meiner Grafikkarte, okay? Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen noch ein bisschen besser sein. Aber wir haben jetzt hier schon knapp 90%. Also ich würde sagen, ich beantworte jetzt noch mal ganz kurz Fragen und dann gehen wir noch mal kurz rüber in das Modell und schauen, ob wir da noch irgendwas vielleicht optimieren können oder sowas. Und ja, dann machen wir hier noch mal kurz ein Training. Also wenn ihr Fragen habt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen habt, einmal kurz zu Get in IT gehen. Dort könnt ihr eure neu erworbenen Fähigkeiten zu... Oh. Okay, bei mir hat es gerade die Qualität runtergeschraubt von YouTube. Ist es bei euch auch so? Das ist natürlich nicht so cool. Wie finde ich Valken? Okay, wollen wir beim Thema bitte bleiben? Wir versuchen jetzt hier gerade KI, also dazu. Wir sind noch nicht fertig mit dem Stream. Der Stream war aus. Okay. Das ist YouTube's Lag. Also bei mir steht immer noch da, es funktioniert wunderbar. Ist das mit Python geschrieben? Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt aber. Okay, also, wir sind jetzt hier erstmal ganz kurz fertig. Wir sehen hier, wir sind bei 90%. Das finale Ergebnis werde ich euch in dem fertig geschnittenen Video dann. Okay, dann war das YouTubes-Problem. Das finale Ergebnis präsentiere ich euch dann in dem fertig geschnittenen Video, okay? Da machen wir dann selbstverständlich was Separates draus. Und ja, jetzt haben wir hier unser Results. Haben wir den Run 4. Da kann man sich das alles nochmal angucken. Aber wir sehen natürlich auch, okay, wir sind noch nicht fertig. Das Ding könnte noch besser sein. Das heißt, was jetzt der nächste Schritt wäre, wenn wir hier zurückgehen zu dem Modell und dort nochmal Sachen optimieren. Ja? Das heißt, hier nochmal ein bisschen besser alles machen, vielleicht das Ganze auf die Cloud auslagern und dort dann die Sachen besser machen. So, und jetzt ist natürlich... es gab keinen Lag. Aha, interessant. Ja, okay, gut. Vielleicht ist es dann nicht bei allen so. Jetzt ist natürlich interessant, wie kann man sich das Ding bitte anzeigen lassen. Dazu gehen wir hier mal auf Inference und Deploy. Und
dann sagen wir hier Dataset Inference, beziehungsweise wir können einfach mal Dataset Inference machen. Und dann haben wir hier den Validation Dataset oder wir können was hochladen. Da können wir dann quasi einfach eine Datei reinpacken. Mache ich nochmal ein Video über das Datenbereinigen. Nein, das habt ihr, wenn ihr meine Python-Playlist gesehen habt, könnt ihr das, definitiv, 100%. Habe ich studiert? Ja, ich habe studiert. Ich habe einen Master und ich habe mich in Machine Learning und Security spezialisiert. Okay, wir machen jetzt mal ganz kurz die Validation einfach und sagen Output Layer selbstverständlich. Und da könnt ihr euch quasi wirklich ausgeben lassen, was die einzelnen Layer eigentlich ausgeben. Also ihr könnt quasi auch das Netz beschneiden und sagen, was ihr genau haben wollt. So, Wait-File, ja okay. Wir müssen erstmal das Training dazu fertig haben. Dazu gehen wir hier mal rein und machen hier mal echt nur eine Epoche. Und wir müssen leider das Training einmal kurz durchlaufen lassen. Aber ihr könnt euch währenddessen gerne irgendwie mal einen Kaffee holen oder sowas. So. Okay. Genau, wir gehen hier nochmal ganz kurz drauf. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt auf Download gehen. Dann bekommt ihr das trainierte Modell. Ja, das haben wir hier einmal. Kann ich mal ganz kurz aufmachen hier. Dann bekommt ihr hier nämlich eine Python-Datei, eine config.yaml und ein mapping.pkl. Die test.py enthält alles, was ihr hier zum Testen braucht. Das heißt, wir haben hier eine Funktion doResize. Also ihr habt hier wirklich Python-Code und ihr seht auch, was das dann genau ist. Ihr habt mit sklearn, habt ihr das Ganze dann hier drin. Ihr habt hier ein doResize und ja, ich weiß, das sieht furchtbar aus. Okay, warte, Moment. Wir machen das jetzt hier sauber. Wenn ich euch das schon zeigen möchte, Datei speichern. So, jetzt muss ich hier ganz kurz das Ding richtig sortieren. Sekunde, ich bin sofort wieder bei euch. So, da sind wir. Okay. Und wir machen hier selbstverständlich einen neuen Ordner mit Ergebnissen. Und da wollen wir dann die Lungenentzündung 4 reinstecken. Die Lungenentzündung reinstecken. Ja, okay, wunderbar. Genau. Und dann haben wir hier das da. So. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz das Ganze mit PyCharm aufmachen. Ich kann kurz gucken, ob die Seite down ist. Scheint so, ja. Es lädt ein bisschen arg lang. Aber es könnte sein, dass auch einfach gerade überlastet ist, weil ihr alle, also ich hatte gerade über 300 Zuschauer. Das heißt, wenn hier jetzt auch nur 100 Stück gleichzeitig, nun ja, 100 Leute gleichzeitig hier das Deep Learning Studio runterladen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen crasht. So, jetzt aber hier wunderbar. Jetzt haben wir auch Code-Highlighting und alles ist wunderschön. Okay. Also wir haben hier einmal natürlich die doResize-Methode. Das heißt, hier wird einfach immer aus den Optionen, die wir übrigens hier finden in config.yaml, hier finden wir die ganzen Optionen für euer neuronales Netz. Das heißt, hier findet ihr den Namen des Datensatzes, die Samples, den Typ, was ihr alles machen wollt, was ihr alles eingestellt habt, das Resizing. Hier findet ihr quasi wirklich die komplette Konfiguration für euer neuronales Netz als YAML-Datei. Ja? Und dann könnt ihr hier unter dem Test.py könnt ihr eben den Code sehen. Da findet ihr natürlich einige Options. Die sind natürlich hier alle geladen. Das heißt, wir sagen hier, wir laden die Options. Wo laden wir die denn? Achso, die bekommen wir hier als Parameter. Okay. Genau, also hier bekommt ihr die ganzen Sachen reingetan. Dann habt ihr hier eben, das ist quasi wirklich autogenerierter Code. Ja? Diese Gewürzgurkendatei, was für eine Gewürzgurkendatei? Was für eine Gewürzgurkendatei? Nein, nicht schon wieder Lags. YouTube, bitte, beruhig dich jetzt. Beruhig dich. Es tut mir leid, wir laggen schon wieder. Ich glaube, YouTube ist gerade echt hart ausgelastet. Es hatte vorhin schon Probleme. Es tut mir wirklich leid. Also, YouTube ist heute echt nicht so zuverlässig. Aber. Die Pickle-Datei. Pickle? PKL. Ach Gott, Junge. Ja, können wir mal aufmachen. Wenn ich jetzt nicht so komplett bescheuert wäre und diese Datei. Mach's jetzt auf. Okay. Ja, ist Text. Beziehungsweise offensichtlich Text, ne? Also, du siehst, da kann man nicht wirklich was sehen. Was man aber sehen kann,
was man sehen kann, ist hier Aliases, Inputs, Input Port, Details, bla bla bla. Hier ist quasi reingespeichert, was eure ganzen Gewichte sind. Also hier ist das dann drin, was überall gelernt wird und so. Okay, dann haben wir hier noch natürlich die anderen Sachen vom Code. Den gehe ich jetzt nicht komplett durch, weil ich selbst gar nicht weiß, was da drin steht. Hier haben wir dann auch noch Testmodel. Hier sehen wir, das wird dann geladen über Pickle. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also ihr könnt das Ding runterladen und auch verwenden als Python-Datei. Und ihr seht hier auch, das ist eigentlich mit Keras geschrieben. Es wird nur leider hier unten erst richtig importiert. Und jetzt fehlen mir gerade die Zuschauer. Nein, kein Streamende. Kriegt ihr meine Daten nicht mehr? Hallo, nehmt meine Daten. Oh, YouTube, das ist echt traurig heute. Ja, okay, ich breche jetzt hier mal ganz kurz ab. Wie gesagt, die finalen Ergebnisse werdet ihr dann noch bekommen. Ja, ich weiß, ich sehe es, dass es gerade aus war. Aber viele Leute aktualisieren dann, glaube ich, nicht. Ich bin noch da. YouTube hat, glaube ich, gerade wirklich hart Probleme. Ja, ist gerade Rush Hour, ne? Mhm. Ich dachte es mir schon. Okay, also das heißt, wir werden jetzt mal schauen, dass wir hier zum Ende kurz kommen. Dann lade ich natürlich euch alles nochmal hoch. Genau, okay. Also ihr habt hier die Option, alles euch runterzuladen. Ihr habt sogar die Option, euch das Ganze als App runterzuladen. Allerdings kommt das erst noch. Ich habe vorhin bei Deep Learning Studio gesehen, dass es bald ein Deep Learning Studio 3 geben soll. Ich werde dazu natürlich ein Update-Video machen, weil ich echt Bock auf Deep Learning Studio 3 habe, weil es dann natürlich auch einen direkten Code-Editor drin haben soll. Und es soll noch viel, viel mehr geben. Also ich bin gespannt, was es für neue geile Features gibt. Aber ja, also das ist erstmal so das Wichtigste. Die App werdet ihr irgendwann später rauskriegen können. Ihr könnt ja aber das Ganze auch schon jetzt deployen, indem ihr hier einfach sagt, wir wollen das deployen, beziehungsweise es sollte eigentlich gehen. Okay, vielleicht geht es doch nicht. Okay, ja, geht doch nicht, tut mir leid. Deployment kommt scheinbar auch erst in einem späteren. Vielleicht ist es bei euch in der jetzigen Version auch schon dabei. Naja. Gut, aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist das Ding hier fertig zu bauen, also quasi fertig zu trainieren, okay? Also ich werde euch das Ganze selbstverständlich dann auch noch irgendwie zur Verfügung stellen hier mit, hier könnt ihr euch auch tatsächlich den Code ausgeben lassen, also das Modell runterladen, die Lungenentzündung.yaml könnt ihr euch runterladen, ihr könnt euch den Code anzeigen lassen, hier ist tatsächlich auch der Code dann dabei und den könnt ihr dann später auch wieder importieren, das funktioniert. Und ihr könnt euch sogar auswählen, welches Framework ihr hier verwendet. Also das heißt, ihr könnt hier sagen PyTorch, wobei das hatte ich bisher immer Probleme, muss ich leider zugeben. Können hier mal ganz kurz probieren, ob es PyTorch mittlerweile lädt. Aber nein, es scheint mir nicht so. Also bei mir funktioniert tatsächlich nur DLS Native ganz gut. Der Rest ist aktuell, glaube ich, noch ein bisschen verbuggt. Wie gesagt, das Programm ist noch nicht fertig, aber ich glaube, das ist schon ziemlich mächtig. Man kann relativ viel schon machen. Ja, also das hier ist auch der Code, den könnt ihr euch dann auch anzeigen lassen. Hier seht ihr auch direkt die oder die ganzen Layers direkt hintereinander. Könnt ihr euch auch angucken. Und dann ist jetzt folgendes euer Ziel, ja. Ihr sollt bitte, also ich stelle euch das alles in dem Video zur Verfügung, wenn ich das alles schön geschnitten habe. Ich möchte quasi einen kleinen Community-Wettbewerb mit euch machen. Ich hoffe, das kriegen jetzt noch ein paar Leute mit. Und zwar, wer von euch schafft die besten Ergebnisse? Ihr werdet in dem Video dann meine fertig trainierten Ergebnisse sehen. Das geht halt 2,5 Stunden oder sowas. Und wir gucken mal, wer mehr oder wer bessere Ergebnisse hinkriegt als ich. Und dann schauen wir mal, vielleicht kann man das ja tatsächlich praktisch einsetzen. Vielleicht kann man dafür dann auch was Kleines bauen. Und jemand kann das dann hosten. Vielleicht hoste ich das dann auch. Und dann haben wir vielleicht ein neuronales Netz erschaffen, das uns während Corona-Zeiten wirklich helfen kann. Ja, okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr dürft machen, was ihr wollt mit dem Netz. Ihr könnt daran experimentieren, wie ihr wollt, solange es funktioniert, ja. Okay, also ja, gut, das war's von meiner Seite. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, beziehungsweise vor allem an die Patrons unter euch, ihr habt jetzt noch gleich einen Live-Support in dem Voice-Channel auf Discord. Das heißt, geht einfach mal auf Discord und dort solltet ihr sowieso die Patreon-Rolle haben und dort werden wir dann einfach noch ein bisschen schnacken, falls Fragen kamen oder sowas. Und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir wahnsinnig leid wegen den ganzen Lags, die wir jetzt hatten. Das war so definitiv nicht geplant, weil, naja, YouTube ist irgendwie heute ein bisschen schwierig gerade. Scheint die Quarantäne ganz gut zu tun für YouTube, aber leider nicht für die Serverkapazitäten. Offensichtlich.
Ja, das war's tatsächlich schon. Weil wir jetzt entweder 2,5 Stunden warten müssten, beziehungsweise eine Cloud mieten müssen, damit das schneller geht. Und das will ich jetzt gerade echt nicht machen. Ja, das ist von der PC-Geschwindigkeit abhängig und die ist bei mir eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, falls ihr sonst noch Fragen habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mir jederzeit eine Nachricht zu schreiben oder sowas. Und genau, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal.